Sie wurden belogen. Jahrelang wurde Senioren erzählt, dass mageres Fleisch die sicherste Wahl sei. Ärzte empfehlen es. Krankenhäuser servieren es. Und Ernährungsberater preisen es als saubere Proteinquelle. Doch hier ist die erschreckende Wahrheit. 99% der Senioren wissen nicht, dass einige der vertrauenswürdigsten Fleischsorten still und heimlich ihre Nieren zerstören, ihre Gelenke entzünden und den Gedächtnisverlust schneller vorantreiben, als das Alter es je könnte. Und das Gefährlichste? Es erhöht ihr Risiko für kognitiven Verfall um 49%, selbst wenn sie es nur einmal pro Woche essen. Das ist richtig. Ein Bissen, ein Fehler, der sich über Jahre wiederholt. Und wenn die Symptome auftauchen, ist es oft zu spät. Doch große Lebensmittelkonzerne verkaufen es weiter, Ärzte empfehlen es weiter und Senioren essen es weiter, unwissentlich die Schäden beschleunigend. Warum? Weil Verwirrung Profit bedeutet. Verarbeitetes Fleisch ist billig, lange haltbar und profitabel. Und niemand warnt Sie. Bis jetzt. In diesem Video enthüllen wir die 4 Fleischsorten, die Ihre Organe still angreifen und die 4 heilenden Fleischsorten, die den Schaden umkehren können. Alles untermauert von echter Wissenschaft, eingestuft von gefährlich bis lebensbedrohlich und von heilend bis lebensverändernd. Und das heilende Fleisch auf Platz 1? Es baut Kollagen schneller wieder auf als jedes Nahrungsergänzungsmittel und linderte bei Senioren Knieschmerzen in nur 2 Monaten um 44%. Bevor wir beginnen, verraten Sie uns bitte jetzt in den Kommentaren Ihr Alter und von wo aus Sie uns zusehen. Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar mit personalisierten Tipps für Ihre Situation. Teilen Sie uns Ihre Antworten also jetzt mit. Fangen wir nun ohne weitere Umschweife mit Platz 4 auf der Gefahrenliste an. Und vertrauen Sie mir, Sie wollen nicht, dass Sie das wissen. Nummer 4. Putenbrust Deli Slices. Die meisten Senioren halten Putenbrust für eines der gesündesten Fleischsorten überhaupt. Es ist fettarm, proteinreich und wird oft als die perfekte magere Option für die Herzgesundheit beworben. An der Theke kleben 97% fettfreier Aufkleber darauf und Ärzte schlagen es beiläufig für eine saubere Ernährung vor. Aber hier ist, was sie nicht erwähnen. Die meisten gekauften Putenbrustscheiben sind ultraverarbeitet, getränkt in Konservierungsstoffen und chemisch so verändert, dass sie still und heimlich den Blutdruck erhöhen, Arterien versteifen und die Nieren schädigen können. Selbst sogenannte Naturprodukte enthalten oft Natriumphosphat, eine Chemikalie, die die Haltbarkeit verlängert, aber auch den Phosphatspiegel im Blut in die Höhe treibt. Hohes Phosphat zwingt ihre Knochen, Calcium freizusetzen, um das Ungleichgewicht auszugleichen. Ein Albtraum nach 60, wenn sie ohnehin schon Knochendichte verlieren. In einer Studie 2021 im Journal of Renal Nutrition hatten Senioren, die mehr als 75 Milligramm zugesetztes Phosphat pro Tag aus verarbeitetem Fleisch konsumierten, einen um 28% schnelleren Rückgang der Nierenfunktion über 2 Jahre. Die meisten Putenbrust-Sandwiches aus der Theke liefern das Doppelte in einer einzigen Portion. Wenn Sie Puten lieben, geraten Sie nicht in Panik. Sie müssen nicht ganz darauf verzichten. Aber ersetzen Sie die Scheiben aus der Theke durch frisch zu Hause gebratene Pute ohne zugesetzte Salze oder Konservierungsstoffe. Vermeiden Sie geräucherte oder gepökelte Sorten. Susan, eine 68-jährige Krankenschwester im Ruhestand, aß täglich Putensandwiches. Ihr neuer Nierenspezialist erkannte sofort, dass die Phosphate ihren Filtrationsrate ruinierten. Sie stellte auf selbstgekochte Putenbrust um und ihr Blutdruck sank von 146 Grad zu 90 auf 128 Grad zu 80 in nur 3 Monaten. Nummer 3. Speck. Jetzt betreten wir vertrautes Terrain. Das knusprige, brutzelnde Wohlfühlessen, das das Frühstück komplett macht. Es ist eines der beliebtesten Fleischsorten, besonders bei Senioren. Aber hier ist die harte Wahrheit. Speck ist eine der entzündlichsten, arterienverhärtenden Fleischsorten, die Sie nach dem 60. Lebensjahr essen können. Und der Grund, warum es so süchtig macht, ist auch der Grund, warum es so gefährlich ist. Speck enthält hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren, Natrium und Nitriten, Konservierungsstoffe, die mit ihrer Magensäure reagieren und Nitrosamine bilden. Das sind krebserregende Verbindungen. Doch das ist nicht alles.
Bei Senioren beschleunigen sie die Arterienverkalkung, die die Sauerstoffversorgung des Gehirns und des Herzens reduziert. Laut einer Studie von 2022, veröffentlicht in Circulation, hatten Senioren, die verarbeitetes Fleisch wie Speck 3-mal pro Woche aßen, eine um 32% höhere Rate an koronarer Arterienverkalkung und ein 21% erhöhtes Risiko für stille Schlaganfälle. Die Art von Schlaganfall, die ihnen das Gedächtnis raubt, bevor sie überhaupt wissen, was passiert ist. Wenn Speck ihr heimliches Laster ist, reduzieren Sie es auf maximal 1-mal pro Woche. Oder noch besser, ersetzen Sie ihn durch in der Heißluftfritteuse zubereiteten Putenspeck, einer Marke ohne Nitrat. George, ein 72-jähriger Feuerwehrmann im Ruhestand, war schockiert, als er auf einer Reha-Veranstaltung erfuhr, dass Speck sein stiller Schlaganfallsrisiko war. Er stellte um. Ein Jahr später sank sein Cholesterinspiegel von 217 auf 176 und der Gehirnnebel, gegen den er kämpfte, war verschwunden. Nummer 2. Gegrillte hautlose Hähnchenbrust. Als nächstes kommt eine Fleischsorte, die noch irreführender ist. Sie wird Diabetikern und Senioren als perfektes Protein angepriesen. Dennoch könnte sie ihre Leber auf eine Weise vergiften, die sie sich nie hätten vorstellen können. Ja, Sie haben richtig gelesen, hautlose Hähnchenbrust. Die Fleischsorte, zu der fast jeder Senior greift, wenn er versucht, sich sauber zu ernähren, kann mehr schaden als nützen. Es klingt unschuldig. Hoher Proteingehalt, wenig Fett, keine Haut, gegrillt, nicht frittiert. Aber hier ist die beunruhigende Wahrheit. Wenn es aus Massentierhaltung stammt, was in den USA über 99% der Fall ist, nehmen Sie wahrscheinlich Rückstände von Antibiotika, synthetischen Hormonen und entzündungsfördernden Omega-6-Fetten bei jedem Bissen zu sich. Was noch schlimmer ist, was passiert, wenn Sie es grillen. Beim Grillen bei hoher Hitze entstehen heterozyklische Amine, HCA, Chemikalien, die mit Dickdarm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Verbindung gebracht werden. In einer Studie von 2023 hatten Senioren, die 3- bis 4-mal pro Woche gegrillte Hähnchenbrust aus Massentierhaltung konsumierten, eine 24% höhere Rate an erhöhten Leberenzymen und einen Anstieg von systemischen Entzündungsmarkern, beides große Alterungsbeschleuniger. Sie müssen Hähnchen nicht komplett entsorgen. Wechseln Sie stattdessen zu Biohähnchen aus Freilandhaltung und backen oder schmoren Sie es, anstatt es zu grillen. Essen Sie niemals verbrannte Stücke. Harold, ein 66-jähriger Diabetiker, dachte, seine tägliche gegrillte Hähnchenbrust würde seinem Blutzucker helfen, bis sein Physiotherapeut bemerkte, wie entzündet seine Gelenke waren. Er stellte auf biologische Hähnchenschenkel um, die er langsam und bei niedriger Hitze buk. Innerhalb von 6 Wochen sank sein ALT-Wert von 72 auf 38 und seine Energie kehrte zurück. Bevor wir fortfahren, wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat, drücken Sie bitte den Like-Button, damit es mehr Senioren sehen können, und abonnieren Sie uns. Wir veröffentlichen jeden Tag weitere wirksame Gesundheitstipps für Senioren und Sie wollen den nächsten nicht verpassen. Nummer 1. Kalbfleisch, besonders Innereien. Nun kommen wir zum gefährlichsten Fleisch von allen. Es wird oft als Gourmet und herzgesund verkauft, aber in ihrem Körper könnte es irreversible Schäden anrichten. Kalb, das Fleisch junger Rinder, hat den Ruf, zart, luxuriös und proteinreich zu sein. Doch nur wenige wissen, was dieses Fleisch mit ihrem Nervensystem, ihren Nieren und ihren Entgiftungswegen anstellt. Die erschreckende Wahrheit ist, Kalbfleisch, besonders Kalbsleber oder Nieren, enthält eine der höchsten Konzentrationen an Hämeisen und Purinen aller Fleischsorten. Zu viel Hämeisen verursacht oxidativen Stress, inneres Rosten, das Zellen schädigt und ihre Organe altern lässt. Überschüssige Purine erhöhen die Harnsäure, was zu Gelenksschmerzen, Nierensteinen und einem erhöhten Schlaganfallrisiko führt. In einer Studie von 2022, veröffentlicht im Journal of Gerontology,
hatten Senioren, die hämeisenreiches Fleisch wie Kalb mehr als einmal pro Woche konsumierten, einen 31% schnelleren Rückgang der kognitiven Fähigkeiten und ein um 49% erhöhtes Risiko für Harnsäureansammlungen, die medikamentöse Eingriffe erforderten. Nach dem 60. Lebensjahr ist Mäßigung nicht gut genug. Vermeiden Sie Kalb ganz, besonders Leber-, Nieren- und Herzschnitte. Dorothy, eine 74-jährige Klavierlehrerin, aß wöchentlich Kalbschnitzel. Nachdem sie über Zehenschmerzen klagte, händigte ihr Chiropraktiker einen Ausdruck über Purine- und Harnsäureüberlastung aus. Das Wort Kalb war rot umkreist. Innerhalb weniger Wochen, nachdem sie Kalb weggelassen hatte, sank ihre Harnsäure von 8,2 auf 6,0 und die Gelenkssteifigkeit in ihren Händen und Füßen verschwand. Sind also alle Fleischsorten schlecht? Absolut nicht. Tatsächlich sind einige so wirksam, dass sie Gelenksschäden umkehren, das Gedächtnis wiederherstellen und ihre Muskeln schützen können, wenn sie die richtigen wählen. Als nächstes kommt eine Fleischsorte, die oft ignoriert wird, weil sie zu altmodisch ist, aber für Senioren ist es eines der wirksamsten entzündungshemmenden Proteine der Welt. Nummer 4. Lammfleisch aus Weidehaltung. Lammfleisch wird in den Gesprächen über gesunde Fleischsorten oft außen vor gelassen. Aber diese übersehende Proteinquelle ist ein Kraftpaket für Senioren, wenn es aus Weidehaltung stammt. Anders als bei getreidegefüttertem roten Fleisch ist Lamm aus Weidehaltung reich an konjugierter Linolsäure, einer Fettsäure, die Entzündungen bekämpft, die Immunfunktion unterstützt und die magere Muskelmasse im Alter erhält. In einer Studie von 2022 im British Journal of Nutrition zeigten Senioren, die 3-mal pro Woche 6 Wochen lang Lammfleisch aus Weidehaltung konsumierten, eine 19-prozentige Verbesserung der Unterkörperkraft und einen 27-prozentigen Rückgang entzündlicher Marker. Suchen Sie nach der Kennzeichnung 100% Weidehaltung. Schmoren oder braten Sie es langsam mit Kräutern wie Rosmarin. Walter, ein 70-jähriger Holzarbeiter, hatte jahrelang mit Gelenkschmerzen zu kämpfen, bis ein Freund ihm Lammeintopf empfahl. Innerhalb von 2 Monaten sank sein CRP-Wert von 5,4 auf 2,1 Milligramm pro Liter und er brauchte keine Schmerzmittel mehr am Nachmittag, um an seiner Werkbank zu stehen. Nummer 3. Sardinen in Dose. Als nächstes kommt ein Fisch, der so potent ist, dass Ärzte ihn heute als Teil der Ernährungstherapie für Gedächtnis, Stimmung und sogar Gelenkreparatur verwenden. Klein, ölig und voller Kraft. Sardinen sind eines der am meisten übersehenen Superfoods für Senioren. Sie stecken voller Omega-3-Fettsäuren, den Bausteinen für ihr Gehirn, ihre Gelenke und ihre Herzgesundheit. Weil sie klein sind, reichern sie im Gegensatz zu größeren Fischen kein Quecksilber an. Sie sind auch eine der wenigen natürlichen Quellen von Vitamin D, Calcium und B12, alles in einer Portion. Nur 50 Gramm Sardinen liefern über 40% ihres täglichen Vitamin-D-Bedarfs. Laut einer Studie von 2023 in Nutrients sahen Senioren, die 8 Wochen lang 5-mal pro Woche Sardinen konsumierten, eine 17-prozentige Verbesserung der kognitiven Reaktionszeit und weniger Gelenkschmerzen. Kaufen Sie Wildlachssardinen in Wasser oder Olivenöl. Linda, eine 67-jährige Lehrerin im Ruhestand, war fasziniert, als sie hörte, dass Sardinen besser seien als Fischölpillen. Innerhalb von 3 Monaten sanken ihre Triglyceride von 185 auf 124 und sie bemerkte eine bessere Gedächtnisleistung. Nummer 2. Rindersehne. Das schockiert die meisten Menschen, weil es nicht trendig ist. Aber Rindersehne, das Bindegewebe, das an Knochen und Gelenken befestigt ist eine der reichhaltigsten natürlichen Quellen für Kollagen, Glycin und Prolin. Das sind die Aminosäuren, die Ihr Körper zur Wiederherstellung von Knorpel, zur Linderung von Gelenkschmerzen und zur Verbesserung der Hautelastizität verwendet. Während Kollagenpulver existieren, liefert der Verzehr ganzer kollagenreicher Schnitte nicht nur die Rohstoffe, sondern auch essentielle Kofaktoren wie Kupfer und Vitamin C, die Ihrem Körper helfen, diese aufzunehmen. In einer Studie von 2021 sahen Senioren mit Arthrosem, die 3-mal pro Woche 60 Gramm langsam gekochte Rindersehne konsumierten, eine 32-prozentige Verbesserung der Knieflexibilität
und eine 44-prozentige Reduktion der morgendlichen Gelenksteifigkeit. Alles innerhalb von 8 Wochen. Kochen Sie die Sehne im Slow Cooker, bis sie gelatineartig ist. Paul, ein 75-jähriger Gärtner, probierte auf Anraten seiner Tochter, die ganzheitliche Ernährung studierte, Knochenbrühe aus Sehne. Innerhalb von 2 Monaten, nachdem er 2-mal wöchentlich Sehneneintopf hinzugefügt hatte, brauchte er seine morgendliche Kniebandage nicht mehr und konnte wieder knien. Nummer 1. Bisonfleisch aus Weidehaltung. Und nun das Fleisch Nummer 1, das jeder Senior essen sollte. Es unterstützt Herz, Muskeln, Gedächtnis und Stoffwechsel. Dennoch meiden die meisten Senioren es wegen eines großen Missverständnisses. Wenn sie rotes Fleisch wegen Cholesterin oder Entzündungen gemieden haben, sind sie nicht allein. Aber was, wenn es ein rotes Fleisch gäbe, das tatsächlich Entzündungen bekämpft, schlechtes Cholesterin senkt und nach 60 stärkere Muskeln aufbaut? Dieses Fleisch ist Bison und es könnte eines der wirksamsten heilenden Fleischsorten auf der Welt sein. Bison aus Weidehaltung ist von Natur aus magerer als Rindfleisch, aber reicher an Eisen, Zink und Selen, Mineralien, die Ihr Körper nach 60 dringend benötigt, um die Sauerstoffzirkulation aufrechtzuerhalten, Infektionen zu bekämpfen und Ihre Schilddrüse reibungslos am Laufen zu halten. Es enthält auch Omega-3-Fettsäuren, genau wie Lachs. In einer Studie von 2022 sahen Senioren, die ihr Rindfleischportionen 3-mal pro Woche durch Bison ersetzten, einen 34-prozentigen Rückgang des LDL-Cholesterins, einen 26-prozentigen Zuwachs der Beinmuskelkraft und weniger Müdigkeit beim Gehen. Alles innerhalb von 30 Tagen. Wählen Sie Bison aus Weidehaltung. Es schmeckt wie etwas süßeres Rindfleisch, aber ist leichter zu verdauen. Carol, eine 71-jährige Krankenschwester im Ruhestand, probierte Bison bei einem Bauernmarkt. Innerhalb eines Monats sank ihr Cholesterin von 212 auf 178 und sie konnte bergauf gehen, ohne anzuhalten. »Ich fühlte mich, als hätte ich 10 Jahre zurückgewonnen«, sagte sie. Nun kennen Sie die Wahrheit. Nicht alle Fleischsorten sind gleich geschaffen, und nach 60 kann der Unterschied zwischen Heilung und Schaden auf einen einzigen Bissen hinauslaufen. Aber die gute Nachricht: Sie haben jetzt die Kraft, es umzukehren. Nun möchten wir von Ihnen hören. Welches Fleisch essen Sie in einer typischen Woche am häufigsten? Und planen Sie nach dem, was Sie heute gelernt haben, etwas zu ändern? Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar mit personalisierten Tipps für Ihre Situation. Halten Sie sich also nicht zurück. Nennen Sie uns Ihr Alter, woher Sie kommen und welche Änderungen Sie in Betracht ziehen. Sie könnten sogar jemand anderem in dieser Gemeinschaft helfen, eine lebensrettende Entscheidung zu treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen.